Hey meine Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Lost Place Video. Wir schauen uns heute mal ein ehemaliges Einkaufszentrum an und ja, ich bin gespannt, wie es wird, was wir entdecken werden, was wir da erkunden. Und ja, ich bin heute mal wieder nicht alleine unterwegs. Ich bin mit den Outdoor Fieber und Adventure Atze unterwegs und ja, wir gehen gleich los und sind mal gespannt auf was kommt, richtig? Schauen wir mal, was wird. Ja, alles klar. Was wird, ja. Dann viel Spaß bei dem Video und dann bis gleich. So, meine Freunde, wir haben gerade das Objekt gefunden und ja, sind an dem Einkaufszentrum angelangt. Deckenkabel. Aber wer weiß, dann geht auch eine Vermutung. Hinten sieht er jetzt auch. Jetzt noch zum weiteren Gebäude hinten. Und ich gehe halt auch komplett auf meinen Weg ab. Ja, was mit dem Einkaufszentrum passiert? Gibt es auch noch mal einen zweiten Gang, das gucken wir uns nachher mal an. Also so wie so ein Durchgang, ja meine Freunde. Und ja, wir schauen gleich mal weiter. So, Freunde, weiter geht's. Also wir haben hier jetzt einen Seitenaufgang gefunden, den gehen wir gerade mal hoch, mal schauen, wo es da letztendlich hingeht. Hier sieht es aus wie so eine Terrasse, vielleicht auch mal früher ein Café oder so. Eine Diskothek. Oder eine Diskothek, ja. Wie aussieht. Und genau. Outdoor Fieber meinte eben schon, eine Diskothek könnte es auch gewesen sein. Ja, sieht danach aus, wa? DJ, oder? Ja. Tanzfläche, Stehtisch. Ja. Also sehr, sehr cool, meine Freunde. Sieht man halt hier nochmal. Hier ein DJ-Pult. Und wenn wir jetzt hier nach unten gucken, der Eingang komplett alles zermüllt. Ja, und das könnte vielleicht der Eingang gewesen sein. Und ja. Die stehen halt einfach da, wo Leute wohnen, ne? Und hier ist halt der Außenbereich des Einkaufszentrums. Hier wahrscheinlich früher ein Übergang. Und ja, das ist hier die Terrasse, meine Freunde. So, meine Freunde, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil ihr seht schon, das ist sehr frei, das Gelände. Und wir sind jetzt hier auch bei den hier ist der Eingang vom Center mit kleinen Läden meiner Meinung nach. Da oben waren wir jetzt gerade gewesen, sind einmal außen rumgelaufen mit dem Passageneingang und ja, Atze vor mir. Seht ihr noch? Hier waren wir gerade gewesen, in dieser Art Diskothek, Bar. Und ja. Hier ist halt alles verbarrikadiert und
Und ja, weiter geht's, meine Freunde. Hier noch eine ehemalige Hütte meiner Meinung nach. Und hier geht's halt. Hier seht ihr auch noch mal alles. Und ja, oben die Decke, nicht schwer zu erkennen. Und ja, hier ist halt alles mittlerweile schon zerstört. Und weiter geht's. Was hier mal wohl alles drin gewesen sein muss, ist echt heftig. Und jetzt stehen wir hier auch in einer riesengroßen Halle. Meine Freunde, die ist riesig. Die ist riesengroß und ja, hier ist der zweite Teil der Halle. Alter abgebrochener Ventilator und seitliche Ladeneingänge. Meine Freunde, ja, genau. Hammer. Also ist auch noch mal was anderes, was ich hier beim Lost Place sehe. Ein verlassenes Einkaufszentrum. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier in irgendeinem, ehemaligen Nebenladen, den man jetzt fast gar nicht mehr erkennen kann. Hier hinten sind auf jeden Fall Kleiderkabinen. Und ja, die früher hier mal waren mit Spiegeln. Und hier ist auch nochmal eine Tür mit Spiegeln und ein ehemaliger Raum, vielleicht fürs Büro oder Personalraum. Sehr schwer nur noch zu erkennen. So. Und ja, hier ist es, oder die Tür, wo wir vorhin waren, wo es zur Bar hochgeht. Wir gehen jetzt mal weiter. Weiter in die Passage rein. Beziehungsweise in den nächsten Laden. So. So, hier ist noch ein Nebenraum. Nur für Personal. Nur für Personal, sagt Otto Fieber gerade. Und ja, scheint hier ein Personalraum gewesen zu sein, meine Freunde. Und ja, ich gucke gerade mal hier. Ja, das war
WC-Bereich, Toilettenbereich fürs Personal. Und ja, hier steht auch noch, diese Tür muss unbedingt geschlossen sein. Ja, das scheint ein Personalraum gewesen zu sein für die Mitarbeiter. Genau, hier steht es auch nochmal drauf. Hier seht ihr auch alles schon mittlerweile kaputt. Die Ladentür, Glas liegt unten und der Eingangsbereich völlig zerstört. So, meine Freunde, wir laufen jetzt hier mal durch die Lagerhallen und ja, gucken mal, wie das hier weitergeht. Was hier alles noch kommt. Hier scheint früher mal, es scheint hier früher mal irgendwie was an Lebensmittel zu sein, weil hier steht auch noch, hier ist der Geschmack und was steht hier drüben? Fleisch und Wurstwaren. Also es scheint mal so wie ein, ja, Aldi oder Rewe oder sonst was gewesen zu sein. Also hier scheint mal eine Fleischartikel gewesen zu sein. Und aber wie ihr seht, ist hier alles wirklich vermüllt und kaputt gemacht. Alte Fässer. Und ja, das war. Hier geht's halt auch wieder nach draußen. Nach draußen ist der Notausgang. Ja. So, weiter geht's. Also wie ihr seht, liegt viel Schutt hier einfach rum. Und ja, scheint auch irgendwelche mal. Schlafen zu haben oder. So aus, ne? Was du hier für so einen komischen Ziehanstich sagen, die heißen? Und jetzt soll ich noch so eine Kugel. Warte, ich stehe mal kurz das Detail hier. Worauf jetzt? So hier drauf. Ja, jetzt ist mal das Ding so. Entschuldigung. Hier sind doch noch alte PCs. Und was haben wir hier noch? Zettel, irgendwas von Prüfprotokoll von 13.
11.2002. Schon ein bisschen her. Ja, definitiv. Wieder Toiletten und hier geht es jetzt gleich nach oben. Wie ihr seht, alles hier schon mittlerweile kaputt. Weiter geht's, meine Freunde. Viele Nebenräume und ja, hier sieht man noch Bilder und hier ist auch ein Blick nach draußen. Also richtig viel Müll wurde hier halt hinterlassen, aber es sind immer nur Toilettengänge. Genau. Hier geht es jetzt weiter und man merkt schon Windzüge. Das scheint hier mal Räume zu sein, vielleicht auch Büroräume. Hier zieht es halt sehr doll. Und viel Müll von früher. Das finde ich auch nochmal sehr interessant, meine Freunde. Hier haben wir noch so einen alten Plan, wo die Passagen drauf sind. Wir befinden uns jetzt gerade hier in der Rückseite des Geländes und ja, genau. Hier ist auch nochmal der andere Bereich des Einkaufszentrums. Also hier sind ja noch viele Sachen drin. Hier geht es zur Sprinkleranlage. Und ja, mit sehr, sehr viel Zubehör. Ja, hier hat es ordentlich gebrannt. Und hier ist auch noch ordentlich Müll drin. Die ganze Fläche,
fette Decken haben, die hier geschmolzen ist. Ja, definitiv krass. Und von hier 1000 Gerätschaften. Und alles wurde, ja, alles ist hier verbrannt. Alter Weihnachtsschmuck hier noch unten. Und hier geht es jetzt in verschiedene Gänge. Hier sind noch Schränke, alte Holzschränke. Ja. Und alte Sachen, die hier vergessen worden sind, meine Freunde. Und ja, alte Lampe, die auch schon sehr verrostet ist. Und jetzt geht's hier zur Sprinklerzentrale. Wo hier sogar noch zu finden ist, also das, ja. Und mal schauen, wo es jetzt hier nach hinten noch geht. Aber das scheint eine Sackgasse zu sein. Da geht es nämlich, glaube ich, einfach nur wieder hoch, genau. Das ist sozusagen ein Notstieg. So, meine Freunde, weiter geht's in die nächste Etage. Schauen, was wir hier noch finden. Das sieht mir auch wieder aus wie Büroräume. Altes Plakat hier noch an den Wänden. Und ja, scheint es auch gebrannt zu haben. Alter Schrank hier. Oder ja. Mach mal. So, meine Freunde, hier sind alte Fahrstühle und ja, AZ Hoffmann. Wir sind jetzt von der anderen Seite in den anderen Trakt reingekommen, also Trakt. Und ja. So, wir sind nämlich jetzt hier bei dem anderen Übergang. Wie gesagt, meine Freunde. Und hier sind noch alte, ja, was wird das sein? Auf jeden Fall ein Schrank, der schon kaputt ist. Und ja, mal wieder eine Toilette. Sieht mir aus wie alles sehr, sehr kleine Lädchen, die hier früher in der Passage drin waren. Und ja, sozusagen hier gewesen sind. Scheint auch wieder ja, ein Restaurant, Bar, wie auch immer
gewesen zu sein oder lokal. Man sieht es hier an dem Bartresen, der ja senkrecht im Raum steht, aber wie man sieht, sehr kaputt alles. Und ja, seitliche Räume hier wieder, wie auch ja, Toiletten für die Gäste wahrscheinlich mal gewesen und auch Toilette und ja, hier geht es dann wieder raus in den Passagen, aber wie ihr seht, alles zermüllt in einen anderen kleinen, ja, wie soll ich es nennen, Einkaufsladen hier. Ja, meine Freunde, also wie man sieht, ist das Einkaufszentrum sehr verzwickt und hier gibt es sehr, sehr viele Gänge in verschiedene Läden. So, meine Freunde, ja, auch ganz cool zu sehen. Scheint hier irgendwas mit mal für Kinder gewesen zu sein. Und das sind jetzt hier so Durchgangsanlagen. Also auch wieder verschiedene Läden oder hier scheint auch noch mal irgendwas mit Küche, Bar und so weiter zu sein. Hinter sind die ganzen Küchenräume und hier geht es halt auch zur Mittelpassage raus. So, und hier geht's zur Mittelpassage. Meine Freunde. Wow. Meine Freunde, eine alte Rolltreppe, die nach unten führt. Ist natürlich auch sehr, sehr stark. Sowas sieht man halt auch nicht häufig. Sehr stark. So, meine Freunde, jetzt bin ich hier auch noch mal in einen separaten Shop drin. Hier sieht man auch noch eine Theke. Es soll mal ein Pizzashop gewesen sein. Und ja, schaut euch diese Passage an, wie die leider sehr zermüllt ist. Oben alles schon offen und ja, wir gehen jetzt weiter. Wir werden mal schauen, wo es noch hier hingeht. Okay.
hier auch die ganzen Rollläden und so, meine Freunde, weiter geht's. Jetzt gehen wir in einer anderen Etage mal hier in den Keller und hier kommen nämlich schon die ersten, ja. So, hier ist natürlich sehr, sehr viel dunkel. Ich würde sagen, ja. Matze und Fotofieber sind hinter mir und hier sind schon mal Räume. Mal gucken, ob es hier lang geht. Ja, das ist definitiv der Keller. Hier sind noch mal so wie Absperrungen. Und ja, das ist der Keller vom Einkaufszentrum. Meine Freunde. Und es ist ein sehr, sehr großes, verzwicktes Gelände. Also hier sieht man schon, dass auch wieder sehr viel Müll auf dem Boden ist und ja, eine Sackgasse hier ist. Hier hängt doch alles runter von den Decken. Lüftungsschächte und Notausgang. Ja. Und hier ist tatsächlich der Fahrstuhl, der früher benutzt wurde. Erdgeschoss, Untergeschoss. Der Fahrstuhl hier, der ganz unten im Untergeschoss ist. So, hier sind wir beim Parkhaus gelandet. Jetzt gerade. Auch nochmal sehr interessant. 64 bis 56 Frauenparkplätze. Ist alles noch beschrieben und ja, hier konnten die Besucher ihre Autos parken und dann ganz entspannt einkaufen gehen. Und ja, hier oben seht ihr halt auch nochmal die Schilder 21, 20 und so ist es dann in allen Abteilen ein bisschen geteilt. Hier sieht man 23, 24 und so weiter.
Ja, scheint ein bisschen nach einer Party. Ja. Sieht nach einer Rave hier aus. Ja. Was ist das denn? Hier muss ein Tier zu Hause gewesen sein. Das ist ja auch heftig. Das ist hier unten Gepard. Also wahrscheinlich, ja. Ein Tier. Ja, so ein Bumsraum dahinter, ey. Ich war nur vom Stempeln hier. Der Stuhl da oben. Aha. Ja. Das ist doch wohl so. Ja. Krass. Ja. Ansonsten hier ist wieder alles verbrannt, meine Freunde. Und ja, wir gehen jetzt gerade mal Raum für Raum hier im Keller durch. Sieht definitiv alles auch sehr merkwürdig aus. Die Räumlichkeiten. Zu sehen. Alter Fernseher. Der Fernseher, ja. Und ansonsten vieles verbrannt. War eine Diskothek. Ja? Ja. Hier ist das, also hier steht Trafo Schwed steht hier drauf. Hier, meine Freunde. Ich zeige euch das einmal. Ich habe hier nämlich so irgendwie so ein kleines Klang am Puls. Am 28.11.2011. Trafo Schwed. Gerade eben gefunden. Und es scheint eine Diskothek tatsächlich gewesen zu sein. Swinger-Diskothek. So, meine Freunde, jetzt geht's ab nach oben. Wir wollen noch mal irgendwie aufs Dach. Gucken mal, wo es da lang geht. Hier ist wieder eine Seitentür und ja, wie ihr seht, überall Müll, so viel das Auge reicht. Und ja, jetzt scheinen wir hier in der oberen Etage zu sein. Genau. Und ja. Wir sind jetzt hier wirklich auf dem Dach des Geländers. Und hier ist definitiv eine Sackgasse. Und sieht aus. Jetzt habe ich hier so irgendwie, das sieht aus wie eine Sauna. Guck mal. Sieht doch aus wie eine Sauna. Sauna. Da waren die Bänke, Ja, verschiedene Höhen, hast du recht. genau.
Also meine Freundin, meine Freunde, nicht meine Freundin. Ja, ist irgendwie, ja, genau. Und hier haben wir auch nämlich nochmal was Fischen, also ja, Saunabereich, ganz klar. Hier ist Saunabereich, oder? Ja, das ist Saunabereich. Kommen wir leider zu spät. Ja, schade. Ich wollte mich jetzt mal ein bisschen erholen hier, aber das war's. Leider, die Sauna ist vorüber und ja, vielleicht war hier auch noch mal ein Beckenbereich und hier geht es jetzt auch noch mal rüber in, ja, was könnte das sein? Ich könnte mir gerne auch vorstellen, dass es auch, na klar, es gehört auch, denke ich mal, zur Sauna. Das ist früher mal, ja, Wellness hier gewesen. Das sieht man ja hier auch an den Bänken, meine Freunde. Das sind Umkleidebänke, wie man sie kennt, Duschen und ja, Toiletten natürlich, dürfen wir sie nicht vergessen. Und ja, Wellnessbereich und einfach das nötige Räumlichkeiten. Hier geht es noch auf dem Dach, da werden wir gleich auch noch mal hingehen. Und ja, unten Fitnessbereich wahrscheinlich und Crossbereich. Ja, der ist schon gleich wieder rauf. Und er geht auch noch, Alter. Ja. Und Ja, super schön. Guckt ihn an, wirklich. Jetzt hebt er aber nachher. Die Rolex wieder ab. Du musst warten, bis er ganz oben ist. meine Freunde, wir haben alles gesehen, alles erkundet, eben gerade noch mal ein Solarium gefunden und ja, im Hintergrund Outdoor-Fieber und Adventure Atze noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da und dann bis zu meinem nächsten YouTube-Video. Ciao.